Im Nahen Osten befindet sich eine Stadt, überaus geliebt und lang ersehnt. Für viele war sie der Mittelpunkt der Erde. Jerusalem. Auf den Spuren Jesu ist eine Serie von 14 Folgen, um das Leben des Messias und die Ereignisse, die mit seinem Tod verbunden sind, besser zu verstehen. Wir befinden uns am Eingang der Stadt Davids, wo sich einst der prachtvolle Palast des König David in der Vergangenheit befand. Dieser Teil der Stadt ist der älteste. Heute liegt er außerhalb der Stadtmauern, aber in der Zeit Jesu war er Teil der ummauerten Stadt. Die Stadt Davids erstreckte sich bis zum Kidron-Tal, dem am niedrigsten gelegenen Stadtteil des alten Jerusalem. Die Stadt Davids ist eine der Stätten, an denen die interessantesten archäologischen Funde aus der Antike gemacht wurden. Die Stadt Davids liegt im Süden der heutigen Altstadt auf einem kleinen Hügel aus hartem Kalkstein namens Ophel, der sich auf einem schmalen Kamm befindet, der an das Kidron-Tal angrenzt. Das Tal ist voller Aushöhlungen und Schutt, der sich im Laufe der Jahrtausende angesammelt hat. Im Tal befindet sich die Gihon-Quelle, die die Hauptwasserquelle der Stadt ist. Die Gihon-Quelle ermöglichte erst die Gründung der Stadt Davids und sicherte ihre Existenz über Tausende von Jahren. In diesem Gebiet befand sich die ursprüngliche Stadt Jerusalem. Ein Gebiet, das von König David erobert wurde, als er die Jebusiter besiegte und zur Hauptstadt seines Königsreichs und zum Standort seines königlichen Palastes machte. Hier können wir eine Reihe von Säulen mit Kapitellen im phönizischen Stil betrachten, die in diesem Bereich der Stadt entdeckt wurden. Ihr fragt euch vielleicht, was diese phönizischen Kapitelle mit dem Palast von König David zu tun haben? Dieser von den Phöniziern errichtete Bau gehört zu den Königspalästen Israels und ist heute auf den Schekeln oder israelischen Münzen abgebildet. In 2. Samuel 5,11 lesen wir, dass David nach der Eroberung als erstes die Phönizier um Hilfe beim Bau des Palastes bat. Archäologen entdeckten sehr große Mauern, die vermutlich Teil des königlichen Palastes sind. In derselben Gegend wurden Keramikgegenstände aus dem 10. Jahrhundert vor Christus aus der Zeit der Jebusiter gefunden, die das Gebiet vor der Eroberung durch König David bewohnten. Eine der wichtigsten Entdeckungen in der Stadt Davids ist eine riesige Stufensteinstruktur, die aus einer Reihe von Terrassen besteht. Sie ist einzigartig, 12 Stockwerke hoch und enthält den größten Bau der Eisenzeit in Israel, der zur Verstärkung von Davids Palast verwendet worden sein könnte. Das Bauwerk stammt aus der Zeit der Vereinigten Monarchie, aber der Unterbau und das Fundament wurden ursprünglich Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus errichtet. Darüber hinaus deuten die archäologischen Funde auf der Ostseite der Stadt Davids auf die babylonische Eroberung im Jahr 587 bis 586 vor Christus hin. Sie bestätigen die biblischen Beschreibungen der Zerstörung Jerusalems. Eine der letzten und unglaublichsten Entdeckungen in diesem Bereich des königlichen Palastes war das Siegel des Propheten Jesaja. Auf dem Siegel kann man deutlich Jeschaja lesen, was mit gehört zu Jesaja übersetzt wird. In der Zeile darunter sieht man auch das Teilwort Nevir, was für Prophet steht. Dieses Siegel wurde in einem Bereich gefunden, der die königliche Bäckerei gewesen sein könnte. Im Jahr 2015 wurde das Siegel von König Hiskia nur 10 Meter von diesem Ort entfernt entdeckt. Auf dem Siegel ist zu lesen, Hiskia, König von Juda. Es gab keine andere Person, die König Hiskia so nah stand wie der Prophet Jesaja, der ihm die Botschaften Gottes überbrachte. Diese Botschaften können wir in Jesaja Kapitel 37 nachlesen. Ist es nicht großartig, archäologische Beweise für die Existenz dieser großen Männer der biblischen Geschichte zu haben? Das ist auch eine klare Bestätigung dafür, dass in dieser Gegend königliche oder verwaltungstechnische Geschäfte der Stadt abgewickelt wurden. Jesaja gilt als der evangelistische Prophet des Alten Testaments, da er die meisten Prophezeiungen über das Kommen und den Auftrag des Messias, Jesus Christus, verkündet hatte. Mehr als 700 Jahre vor Jesus hatte der Prophet Jesaja geschrieben:
Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesaja Kapitel 53, Verse 5 bis 6. An derselben Stelle, innerhalb einer großen Struktur, die als ein wichtiger Bereich des Palastes mit dem königlichen Archiv vermutet wird, wurden einige Tontäfelchen oder Siegel mit Inschriften in hebräischer Sprache gefunden. Die Archäologin Dr. Eliad Massar, eine der führenden Vertreterinnen der israelischen Archäologie, fand ein Siegel mit der Inschrift Gedalia, Sohn des Paschur. Laut Massar stammt es aus den letzten Jahren der ersten Tempelperiode, während der Herrschaft von Zedekia, dem letzten König von Juda. In der Nähe dieses Fundortes barg Massar auch das Siegel von Juka, dem Sohn Schelemias. Diese beiden Namen von hochrangigen Offizieren und Anklägern des Propheten Jeremia werden in Jeremia Kapitel 38, Vers 1 erwähnt. Die Siegel wurden in einer Trümmerschicht von Jerusalem gefunden, in der auch Spuren von Asche nachgewiesen wurden. Ein Beweis dafür, dass der Ort durch Feuer zerstört wurde. Die Forscher vermuteten, dass diese Trümmer Überreste der Zerstörung Jerusalems zur Zeit Nebukadnezars sind. Die oben genannten Männer, die genau zur Zeit der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier lebten, waren Diener des Königs. Dieser war dafür verantwortlich, dass Jeremia in die Zisterne geworfen wurde, kurz bevor Jerusalem in die Hände der Babylonier fiel. Diese Namen belegen, dass sich der königliche Hof in diesem Areal befand. Im Sommer 1998 wurde eine kleine Öffnung entdeckt, die zu einer tiefen Höhle führte. Mit Hilfe von Seilen stiegen die Forscher mehr als 7 Meter in eine alte Wasserzisterne hinab, die einen Durchmesser von 15 Metern und 7 kleine Öffnungen hatte. Diese Zisterne, die sich in der Nähe des Palastes befand, erinnert stark an die Geschichte des Propheten Jeremia. Durch die Zustimmung des Königs, vergleiche Jeremia Kapitel 38, Vers 6, wurde Jeremia in eine Zisterne geworfen, damit er zum Schweigen gebracht werden würde, da er zur Kapitulation gegenüber den Chaldäern geraten hatte. Auf der Westseite des Davidpalastes liegen ein großer römischer Bau mit seinen berühmten Keramiken und ein jüdischer Palast. Außerdem wurde ein großer Schatz von 264 alten Goldmünzen gefunden. Unglaubliche Entdeckungen beweisen die korrekte Deutung dieses Ortes als Palast von König David. Unterhalb von Davids Palast befinden sich einige Tunnel, die mysteriös erscheinen, jedoch zur Wasserquelle führten, die das Leben der Stadt garantierte. Diese Tunnel wurden von den Kanaanitern gebaut, noch bevor König David in dieses Land kam. Man vermutet, dass es Davids Soldaten einst gelang, durch diese Tunnel die Stadt zu erobern. Der Tunnel von Hiskia befindet sich ebenfalls in diesem Bereich. Er ließ ihn bauen, damit Wasser aus der Quelle des Gihon geschöpft werden konnte, um die Stadt Davids zu versorgen. Unter den Trümmern, die die Zerstörung Jerusalems hinterlassen hatte, befinden sich zahlreiche Tunnel, die vom Historiker Flavius Josephus erwähnt wurden und in denen die Juden während der Kriege mit dem Römischen Reich Zuflucht suchten. Tausende von Menschen starben in diesen Tunneln, als die Römer Jerusalem im Jahr 70 nach Christus zerstörten. Ein großer Teil dieser Tunnel sind jene, die Herodes gebaut hatte, um Wasser aus dem hochgelegenen Teil der Stadt in die Stadt Davids zu bringen. Der Historiker Flavius Josephus erwähnt, dass die Römer während der Belagerung Jerusalems den Zugang zu diesen Tunneln öffneten und viele Juden töteten, die sich darin versteckten und Schutz gesucht hatten. Flavius Josephus merkt auch an, dass zu Jesu Zeiten Tausende von Juden den Tempel besuchten. Die Frage ist, wie konnten so viele Menschen die rituellen Reinheitsvorschriften einhalten, um in den Tempel hineingehen zu können? Im unteren Teil der Stadt wurde ein großes Wasserbecken gefunden. Von dort führte eine Straße zum Tempelareal.
Diese Straße verlief oberhalb einiger Tunnel, die von Herodes gebaut worden waren. Heute ist diese Straße gesperrt und mit Trümmern bedeckt. Jedes Jahr im September findet eine Konferenz statt, die sich der archäologischen Forschung über die Stadt Davids widmet. Die neuesten Entdeckungen werden vorgestellt. Die Ausgrabungen geben weiterhin Zeugnis von der Präsenz der jüdischen Nation in der Stadt und beleuchten die alte Geschichte des jüdischen Volkes. Im Lukasevangelium Kapitel 20, Verse 41 bis 43 finden wir folgende Worte Jesu. Er aber sprach zu ihnen: Wieso sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und doch sagt David selbst im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jesus erwähnte den mächtigen König David und wies darauf hin, dass David von einem anderen Herrn sprach, nämlich Jesus, der kommen sollte, um den Sieg über das Böse und die Sünde zu erlangen. König David war ein Mann, der mit Gott wandelte, der betrachtet wurde als ein Mann nach dem Herzen Gottes. David war ein Symbol für Christus. Obwohl Jesus keine irdische Herrschaft errichtete, gründete er durch sein Leben ein anderes Königreich, ein geistliches Königreich. Jesus kam, um uns eine andere Festung und eine andere Stadt der Zuflucht zu bringen. Jesus ist unsere Stärke und Zuflucht. Jesus Christus ist der König aller Könige und Herr aller Herren, der von Ewigkeit her existiert. Er wurde Mensch, um für uns Sünder Fürbitte einzulegen, und er errang den Sieg über Satan, indem er das Königreich der Gnade errichtete. Jesus wird sehr bald zurückkehren, um sein himmlisches Königreich aufzubauen und in Ewigkeit mit seinen Kindern zu leben. Mein lieber Freund, nimm Jesus im Glauben an und du wirst sehr bald auch Teil dieses himmlischen Reiches sein.